herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 5. Episode unseres Abenteuers Athen im Wandel der Zeit. In dieser Episode werden wir eine neue Kolonie gründen. Als erstes müssen wir natürlich unsere Kolonie anklicken, Amphipolis, und dann schauen wir mal, was man uns darüber zu sagen hat. Pirithos, treuer Freund von Theseus und Herrscher von Lapitz, heiratete Hippodamia in einer prunkvollen Zeremonie und mit dem besten Essen und Wein, den Griechenland zu bieten hat. Als die durstigen Zentauren von der Zeremonie hörten, konnten sie der Verlockung des köstlichen Weines nicht widerstehen und nahmen uneingeladen an der Zeremonie teil. Pirithos und Hippodamia begrüßten die Zentauren zunächst herzlich, aber die Zentauren sind nicht gerade für ihre Zurückhaltung bekannt und waren bald völlig betrunken. Die betrunkenen Zentauren taten das Undenkbare. Sie versuchten, die Braut zu entführen. Pirithos war so entrüstet, dass er den Zentauren den Krieg erklärte, und Theseus hat uns ersucht, Pirithos mit dem Rohmaterial zu versorgen, das er braucht, um Rüstungen für seinen Krieg herzustellen. Ein Vorposten hier in Amphipolis wäre perfekt, um das Rohmaterial zu besorgen, das Pirithos braucht. Die Zentauren allerdings kennen die fruchtbare Gegend um Amphipolis und könnten sich erneut als ungebetene Gäste erweisen. Ja, wir müssen die Kolonie Amphipolis gründen und der Titel dieser Episode trägt den Namen Das Land des Überflusses. Ja, und das sieht man auch bei den Zielen, die wir erreichen müssen. Wir müssen in einem Jahr 12 Bronzebarren produzieren und 16 Bronzebarren für die Heimatstadt zur Verfügung stellen. Wir müssen 16 Holzbretter im Jahr produzieren und 24 dieser der Heimatstadt zur Verfügung stellen, und wir müssen 24 Marmorplatten im Jahr produzieren und 32 Marmorplatten für die Heimat ebenfalls zur Verfügung stellen. Also wir werden sehr viel produzieren und ja, wir schauen uns direkt die Karte einmal an. Obligatorisch in den Pausenmodus und hier bei der Übersicht, um uns die Minimap anzugucken. Wir haben hier einen Fluss, der von Süden nach Norden unsere Karte zerteilt. Er liegt sehr weit westlich. Hier ist die Straße, somit auch der Immigrationspunkt. Ja, und diese Landmasse ist recht klein. Die weit größere Landmasse ist hier im Osten. Ja, und ganz im Osten haben wir hier die Kupfervorkommen, hier und hier. Ja, und hier haben wir ein großes Marmorvorkommen. Ja, und gehen wir weiter wieder in diese Richtung, haben wir hier den Fluss und wir haben hier Fischgründe, das heißt, wir werden wohl hier Fischfang betreiben können. Ja, wenn wir gerade dabei sind, was wir eventuell produzieren können, gucken wir mal. Bei Landwirtschaft haben wir tatsächlich nur den Fischfang, den wir betreiben können. Bei Gewerbe können wir die Sägemühle errichten, die Steinmetzwerkstatt und die Gießerei. Ja, die 3 Produkte, die wir auch zur Verfügung stellen müssen. Ja, und wir haben auch Handelsposten. Da gucken wir gleich mal nach unseren Handelspartnern. Bei Gesundheit und Sicherheit haben wir auch alles. Wir können unseren Stadtpalast bauen und natürlich auch eine Brücke. Bei der Kultur haben wir nur die Philosophie. Wir haben keine Mythologie und auch keine militärischen Gebäude. Ja, und bei den Verschönerungen haben wir nur Säulen und die Parkanlagen. Scheint ja doch recht übersichtlich zu sein. Unsere kleine Kolonie werden wir nicht sehr weit entwickeln können, brauchen wir auch nicht. Wir müssen tatsächlich hier nur produzieren. Das heißt, hier auf dieser östlichen großen Landmasse werden wir unser kleines Wohngebiet konzipieren und werden dann hier an den Ressourcen unsere Güter produzieren. Und hier werden wir dann entsprechend Fischfang betreiben, um unsere Bevölkerung zu ernähren. Gut, ja. Dann würde ich sagen, beginnen wir und planen und bauen unser erstes Wohngebiet. Bevor wir das machen, müssen wir erstmal eine Brücke bauen. So, wo errichten wir die Brücke? Ja, die können wir direkt hier hinbauen. Das geht doch gut. So, und jetzt können wir loslegen und unser Wohngebiet konzipieren. Ja, in altbekannter Weise haben wir hier unser Wohngebiet für eine etwas kleinere Siedlung errichtet.
auch schon mit dem Architekturbüro und dem Brunnen. Wir parzellieren jetzt hier den inneren Bereich schon mal komplett. Sehr gut. Ja, und dann können wir den Pausenmodus wieder deaktivieren. Oh, wir kriegen unsere Tribute ja gezahlt. Allerdings habe ich noch gar keine Einrichtung dafür gebaut. Okay, wir kriegen Fisch und Drachmen, die nehmen wir an. Marmor können wir nicht annehmen, Weizen können wir nicht annehmen. Ach Gottchen, das können wir alles gar nicht annehmen. Gut, dann müssen wir gleich erstmal Lagerhäuser und Silos bauen. Ja, jetzt müssen wir erstmal auf unsere neuen Bürger warten, die jetzt gerade hier schon unsere kleine Siedlung erreichen. Schnell hier bei Gewerbe noch die Priorität bei Gesundheit und Sicherheit einstellen. Ja, die Parzellen sind jetzt alle besiedelt, sehr gut. Dann bauen wir jetzt erstmal Lagerhäuser. Dann baue ich jetzt mal hier 2 Stück, dann können wir die Straße hier rausbauen. So, und dann brauchen wir natürlich hier auch ein Architekturbüro. Oh, das kann hier hin. So, dann kann dieses Warenlager hier die Wolle aufnehmen. Na, wo ist die Wolle? Hier, und auch Marmor, den wir ja bekommen. So, und dieses Warenlager stellen wir erstmal so ein, dass nichts angenommen wird. Dann müsste ich gleich mal gucken, was wir nochmal an Tribute bekommen. Und wir bauen auch direkt das Silo. Das kommt hier hin. Ja, und dann würde ich jetzt schon mal hier 2 Fischerhäfen bauen. Wo können die hin? Ja, hier können welche hin. Dann bauen wir das so. Ja, nee, das bauen wir nicht so, weil hier geht unser Architekt über die Brücke. Das muss ja jetzt nicht sein. Ja, Olympia kauft mehr Marmor. Ah ja, da müssen wir nachher auch nochmal zu unseren Handelspartnern gucken. Ich wollte das eben ein bisschen anders bauen. Also unsere Stadtkasse ist auch ausgesprochen üppig. So, dann kann die Sperre nämlich hier hin. Ja, und wir haben mittlerweile schon 100 Personen in unserer kleinen Kolonie. Ja, und ich baue ja immer direkt an den Fischereihäfen ein Silo. Das muss ich mal eben kurz gucken, wie viel wir noch hier bauen können. Ja, hier können wir noch einige bauen. Und hier auch. Dann machen wir das folgendermaßen, weil ich werde hier auch noch Fischereihäfen bauen. Dann bauen wir doch hier noch ein Silo. Moment, das müssen wir anders machen. So, dieses Silo wird nur den Fisch annehmen. Und dieses hier wird Fisch holen. 24 Einheiten. Wir kriegen ja noch entsprechend Tribute als Nahrungsmittel. So, dann können wir nämlich hier das rausbauen. Nein, das muss man ein bisschen mehr Platz lassen. So, und dann können wir nämlich hier auch noch Fischereihäfen bauen. So. Delos wird wütend. Ja, mein Lieber, dann gucken wir doch jetzt mal auf die Weltkarte. Also Delos ist wütend. Gut, dem können wir nachher etwas Marmor schenken, wenn wir Marmor produzieren. So, Marathon ist treu und Eritrea auch. Plataea auch, Thermopylae auch. So, die anderen sind ja Rivalen. Nein, Knossos haben wir auch noch. Und natürlich unsere erste Siedlung Laurion. Ja, und Odessos natürlich. Gut, also nur Delos ist sauer. Gut. Wir brauchen aber jetzt erstmal mehr Mitarbeiter noch. Ja. Ja, komm, dann machen wir Folgendes. Wir bauen direkt die Klinik. Die kommt hier hin und dann können wir hier auch alles nochmal mit Parzellen voll machen. Wie gesagt, wir können unsere Wohngebäude nicht wirklich weit entwickeln. So.
Itome fordert Holz und bezeichnet mich als mickrigen Wurm. Ja, wenn du meinst, dass du deswegen Holz bekommst, dann hast du dich getäuscht. So, dann bauen wir hier diesen Weg schon mal weiter. Und zwar bis zu unserem Marmorvorkommen. Ja, das machen wir mal so. Ja, und dann können wir die Straße hier weiterbauen. Dann können wir nämlich jetzt hier gleich unsere Steinmetzwerkstätten schon mal bauen. Und unsere Sägewerke. Aber jetzt brauchen wir erstmal Nahrung und neue Bürger. Ja, da kommen sie schon. Sehr gut. Ja, und auch Laurion wird wütend. Oh Gottchen, hier müssen nicht alle wütend werden. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ein Gebäude ist eingestürzt. Oh, das ist nicht gut. Mist, verdammtes. Dann ist das hier, glaube ich, ein bisschen zu wenig, was das Architekturbüro betrifft. Wie nervig. Okay, gut, komm, nochmal hier. Und dann bauen wir hier entsprechend ein Architekturbüro noch auf. Und dann bauen wir auch hier nochmal Fischereihäfen. Da habe ich ja extra die Straße so gebaut. So, und dann bauen wir hier auch eine Sperre auf. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten, was unsere Nahrungsmittel betrifft. Allerdings, wir haben so viel Geld, wir könnten auch ein bisschen Nahrungsmittel einkaufen. Ne? Ja, und Delos würde Marmor kaufen. Das ist doch gar nicht schlecht und verkauft uns Fisch. Ja, dann bauen wir doch noch ein Pier für unseren Vasallen Delos, der zwar aufsässig ist, aber der kriegt nachher Marmor geschenkt. Gut, dann, wo ist er? Da. Passt doch hier wunderbar hin. Dann können wir das so bauen. Und dann kaufen wir jetzt gerade mal ein bisschen Fisch ein. Das Geld haben wir ja. So, sehr gut. Ja, du kriegst kein Holz, das weißt du. Ja, und da kommt auch schon unser Handelspartner aus Delos. So, dann haben wir auch den ersten Fisch endlich mal. Dann können wir auf der Agora schon den Lebensmittelhändler bauen. Der kann dann jetzt hier hin. Ja, und das Lohnniveau müssen wir jetzt mal darauf hochstellen, weil uns fehlen wirklich jede Menge Arbeiter. Okay, dann müssen wir noch ein paar Parzellen ausweisen hier. So, wie machen wir das? So. Kann hier noch einer hin. Dann machen wir das mit dem Podium nämlich so. Können wir die eine Sperre wegnehmen. Ah ja, sehr gut. Unsere Marktfrau geht schon zum Pier von Delos und holt den Fisch. Ja, wir brauchen jetzt wirklich jede Menge neue Bürger, die jetzt schon hier über die Brücke in unsere Siedlung einwandern. So, wunderbar, unsere Gebäude entwickeln sich weiter. Wir warten jetzt, bis der Arbeitsmarkt sich hier entsprechend erholt hat. Da kommen sie schon, die neuen Bürger. Ein neues Jahr, neue Tribute und jetzt können wir, glaube ich, auch alle annehmen. Wir haben Lagerhäuser, Silos, ja, nehmen wir alles an. Außer die Bronze, die habe ich vergessen freizuschalten. Aber Wolle können wir doch annehmen, ja. Sehr gut. Ja, Laurion rebelliert, ist uns egal. Ja, und wir haben die ersten Arbeitslosen. Bevor wir aber jetzt hier unsere Steinmetzwerkstätten bauen, errichten wir jetzt hier noch schnell das spärliche Kulturprogramm, indem wir das Podium bauen. Das kann hier hin. Dann müssen wir jetzt die eine Sperre hier wegnehmen. So. Ja, und die Philosophenschule, ja, die können wir tatsächlich dann jetzt hier hinbauen. Ne, die können wir hier hinbauen.
Ja gut, und jetzt können wir anfangen, unsere Marmorproduktion zu starten. So, hier haben wir Marmor drin, den würde ich jetzt allerdings nicht mehr hier entsprechend annehmen lassen. Da bauen wir jetzt ein separates. Und zwar hier. So, dann bauen wir mal hier. Oh, mittlerweile schon 500 Personen in unserer Kolonie. So, dann hier 1, 2, 3 und das Warenlager dafür. Ja, du kannst weiterhin nach deinem Holz fordern, so viel du willst, kriegst du nicht. Warenlager für Marmor kommt dann hier hin. So, und dann kann dieses Warenlager hier Holz annehmen und auch Bronze. So, und ich glaube, Fisch müssen wir jetzt nicht mehr einkaufen. Nein. Aber wir könnten... Ne, Marmor brauchen wir nicht zu verkaufen. Da haben wir im Moment genug in unserer Kasse. Ja, und unser Philosoph geht auch schon die Straße entlang. Unsere Wohngebäude entwickeln sich weiter. Sehr gut. Ja, wir sollten aber hier definitiv ein Architekturbüro bauen und eine Sperre. Und zwar diesen Abschnitt hier. Ja, und es werden ja jetzt auch neue Bürger einwandern. Dann bauen wir doch auch schon direkt 2 Sägemühlen. Die können dann jetzt hier hin oder hier. Ja, hier, da haben sie es hier zu dem Wald nicht weit. Ja, und die ersten Marmorblöcke werden auch schon zu unseren Steinmetzwerkstätten gebracht. Das läuft. Ja, als nächstes müssen wir uns mit der Bronze beschäftigen. Ja, und unsere Holzfäller machen sich auch schon auf den Weg. Sehr gut. Hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Das ändern wir ganz schnell, indem wir das Lohnniveau wieder auf Normal stellen. So schnell geht das nämlich. Ja, die Frage ist, ob wir unsere Wohngebiete überhaupt weiterentwickeln müssen. Die möchten ja jetzt Wolle haben. Wir könnten die Wolle allerdings auch verkaufen. Bräuchten wir eigentlich nicht. Wir schauen jetzt mal, wir werden jetzt die Gießereien mal bauen. Und zwar bauen wir das dann so. So, dann bauen wir hier so einen Loop. Dann müssen wir nur hier eine Sperre errichten. Na. So. Und dann errichten wir hier, ich würde mal sagen, 3 Gießereien und dann brauchen wir hier auch ein Warenlager, nämlich für Bronze. Delos rebelliert. Ach ja, okay, gut. Das ist unser Marmor-Einkäufer. So, auch hier müssen wir eine Sperre errichten und ein Architekturbüro. So, dann hätten wir jetzt alle Produktionen, die wir brauchen. Wir müssen jetzt gucken, ob wir damit überhaupt hinkommen, was die Jahresproduktion betrifft. So, das Warenlager müssen wir noch schnell einstellen für Bronze. Dieses Warenlager ist für Holz eingestellt und auch für Bronze. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, dann haben wir jetzt Warenlager für Holz, Marmor und Bronze. Ja, ich bin aber der Meinung, ja, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Gut, ja, wir könnten hier noch Wohngebäude errichten. Ich glaube, wir brauchen keine Wolle. Die können wir tatsächlich verkaufen. Marathon kauft Wolle. Das ist auch schon mal gut. Dann bauen wir doch noch ein Pier für Marathon. Wo ist denn jetzt Marathon? Da. Das können wir direkt hier neben bauen. Und dann werden wir das so machen, dass wir hier einen Loop errichten. Dann haben es unsere Transporteure mit dem Ochsenkarren ist nicht ganz so weit. Und dann können wir die Sperre hier hinsetzen. So, dann können wir hier entsprechend die Wolle verkaufen.
So, und ich glaube, wir haben auch genug Nahrungsmittel. Das funktioniert. Ja, wir brauchen noch 19 Mitarbeiter. Dann, wie ich schon erwähnte, parzelliere ich jetzt hier noch diese 3 Parzellen. Ja, und dann glaube ich, reicht das, ne? Wir müssen jetzt nur gucken, ob die Jahresproduktionen so reichen und dann gegebenenfalls noch weitere Produktionsstätten errichten. Ja, wir könnten Delos ein Geschenk machen. Marmor, welches er ja braucht, aber gucken wir jetzt erstmal, ob die Rebellion auch so zu Ende geht. Nun fordert Itome Bronze. Tja, könnt ihr lange drauf warten. Ja, auch wenn wir es nicht brauchen, etwas Verschönerung gönne ich unserer Bevölkerung doch. Hier in der Mitte ein paar schöne Parkanlagen. Ansonsten ist es ja doch recht einfach, wie wir das hier halten. Ja, und Jahresanfang, wir nehmen wieder unsere Tribute in Empfang. So, ich habe jetzt hier die Fischereihäfen weggemacht. Wir haben genug Fisch. Ja, wer kauft denn noch Marmor, außer unser rebellierender Delos? Gucken wir mal. Ach, wir haben ja noch Olympia. Und Olympia kauft Marmor. Ach, das ist auch super. Dann bauen wir doch das Pier von Olympia. Das kann dann jetzt hier hin. Ja, das ist doof. Wir reißen einfach das Pier von Delos ab und bauen dann da das Pier von Olympia hin. Das geht auch. Ja, und die Rebellion in Laurion ist vorüber. Sehr schön. So, warum kann ich denn jetzt hier das Pier nicht bauen? Was ist denn das? Aha, man muss die Karte drehen. Okay. So, und dann kann jetzt hier Marmor auch verkauft werden, beziehungsweise wir warten nochmal damit, bis wir die 32 Marmorplatten in Empfang nehmen können und dann verkaufen wir den Marmor. Ja, das ist nämlich hier gleich schon der Fall. Sehr gut, dann können wir jetzt den Marmor schon für unsere Heimatstadt sammeln. Sehr schön. So, was haben wir jetzt hier an Bestmarke? Ja, das ist nicht repräsentativ, weil wir ja mitten im Jahr unsere Gewerbestätten gebaut haben. Wir müssen das Jahr jetzt mal abwarten und schauen dann, ob wir noch weitere Gewerbestätte bauen müssen. So, jetzt können wir aber auch unseren Marmor verkaufen. Hier bei Olympia. So, 12 Platten. Ja, und sollte Delos nachher meinen, mit uns wieder Handel zu betreiben, können wir das Pier ja auch wieder bauen. Itome fordert weiterhin Bronze, verweigern wir. Er lernt auch nicht, dass er sich vielleicht mal etwas höflicher ausdrücken sollte. Ja, und wir müssen jetzt tatsächlich warten, bis das Jahr vorüber ist, um zu gucken, ob wir die geforderlichen Jahresmengen auch produziert haben. Ja, und Itome schätzt uns weniger, das ist mir vollkommen egal. Ja, und wie ich es vermutet habe, ist die Rebellion in Delos auch vorüber. Na gut, dann können wir auch das Pier für Delos auch wieder errichten. Das kann jetzt hier hin. So, und das kann dann jetzt auch Marmor wieder einlagern. Auch 12 Einheiten. Auch hier bauen wir aber vorsichtshalber nochmal ein Architekturbüro auf. So, da müsste der Arbeitsmarkt aber jetzt auch wieder in Ordnung sein. Ja, genau, so muss das sein. Jetzt brauchen wir aber auch nichts mehr anderes zu bauen. Ja, und Itome wird feindselig. Okay, das könnte durchaus sein, dass sie uns angreifen wird. Ja, mittlerweile haben wir Dezember. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Jahresproduktion unserer Güter ausfallen wird. Ja, nochmal die Mitteilung, dass Olympia mehr Marmor einkauft. Okay, Marmor haben wir mehr als genug. Jahresanfang, Tribute stehen an.
Können wir alle annehmen hier. Außer Fisch, da haben wir mehr als genug. Und Bronzebarren haben wir, glaube ich, auch mehr als genug. Ja, und die Wolle nehmen wir an, die können wir ja verkaufen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, wir haben tatsächlich alle Produktionen im Jahr erreicht, die wir erreichen müssen. Und wir müssen jetzt nur noch die Bronzebarren sammeln. Das können wir jetzt schon machen. Ja, und Holz fehlt uns noch ein bisschen was. Und dann haben wir diese Episode schon abgeschlossen. Ja, Itome fordert nochmal Bronze. Ich weiß gar nicht, warum er das immer macht. Ja, und es werden nochmal Holzbretter in unserem Warenlager eingelagert. Und ich glaube, wir haben jetzt auch diese Ware vollzählig. Jawohl, wir können jetzt die Holzbretter für unsere Heimatstadt zur Verfügung stellen und beenden diese Episode. Nachdem die Zentauren in Knechtschaft sind, kann Amphipolis zuverlässig alles liefern, was Athen braucht, um ein mächtiges Militär aufzubauen. Ja, die Gründung und Ausbau unserer Kolonie Amphipolis war jetzt wirklich keine große Herausforderung für uns. Aber es geht ja weiter, denn die nächste Episode findet wieder in Athen statt und trägt den vielsagenden Namen Rache. Bis dahin wünsche ich alles Gute, freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören und sage Tschüss, euer Dominus.